Ich frage mich immer, warum wird das Schloss wieder gebaut? Es geht hier um die Kolonialisten zu ehren. Oder was wollen sie uns zeigen? Ich sehe, das ist nicht nur rassistisch. Für mich, das ist ja sehr, sehr Kolonialismus. Ich werde auch nicht als neuer Kolonialismus betrachten. Ich gehe von dem vergangenen Kolonialismus und ich sehe, viele, die haben immer noch diese Gedanken im Kopf, einen Platz an der Sonne wieder zu haben. Reparation, ja, die müssen zahlen. Aber ich glaube, man hat immer noch nicht uns verstanden, wir Afrikaner. Wenn wir reden von Reparationen, wir reden von mehr Entschuldigung. Und bei uns, wenn jemandem tut einem anderen etwas Schlechtes, dann die müssen doch wieder zusammenkommen und die muss er etwas zahlen. Entweder vorbereitet er so viel Trunk, wo die anderen auch das zusammenkommt. Und dann, es ist ja wirklich, dann sind wir wieder Freunde und. Und kann man nicht nur mit leeren Worten umgehen, aber immerhin, es geht hier nicht um Reparation, es geht um Entschuldigung. Wenn man hätte schon sich entschuldigt, vielleicht werden wir nicht so hart umgehen, das mit Reparation. Aber immerhin, was wollen wir als Reparation? Eigentlich wir Afrikaner. Wir, das Land, den Boden, es ist für uns, ist wie eine Mutter für ein Kind. Weil dieses Boden ist das, was uns ernährt. Und wurde weg von uns, weggenommen. Wie sollen wir uns ernähren? Wie sollen wir uns ernähren? Und also, wenn wir reden von Reparation, sollte in dieser Form, sollte man schon viel denken, die auch, die besetzen das Land, und das ist ja über 80%, die besetzen das Land irgendwie, die finanzieren, dass die das Land verlassen und das Land uns wieder zurückgegeben. Und das, wir reden von Reparation, weil man hat ja noch nicht uns verstanden, was für eine Reparation. Wovon wir reden Reparation? Wir reden von nicht Cash. Unbedingt überhaupt nicht. Und die Cash wird sowieso überhaupt nicht akzeptabel. Dann diese Cash, wenn wir können das Land wieder zurück von diesen Besetzer, die da sind, ob man die nennt als Kolonialisten oder nicht Kolonialisten, aber für uns Afrikaner, wir sehen die als Kolonialisten, weil die haben von ihren Vorfahren, die waren echt Kolonialisten dort gewesen, geerbt. Oder wenn jemand später gekauft hat, wie kann man so etwas tun? Wenn man weiß ganz genau, wem gehört das Land. Und auch man denkt nicht, wir sitzen daneben, wir haben gar kein Land und das wir kennen ist unser Land. Wir haben auch nicht mal genug, unsere Kinder zu ernähren und das ist unser Land. Und sollen wir nur so sitzen? Und es geht hier mehr um diplomatisch, wenn wir reden von Reparation, dass man weiß, was wir verlangen. Sonst konnte man auch wieder anders rumgehen und wir wollen gar nichts wieder irgendwie einen Krieg anfangen und.
Wir müssen eine Lösung finden. Und dann die Lösung zu finden, kann man mit solchen Methoden von vornherein umgehen. Reparation ist sehr, sehr, sehr wichtig. Entschuldigung. Und dann sehen wir, wie können wir weiter zusammenkommen und zusammenarbeiten. Ich denke, sollte man das auch errichten müssen, weil es geht hier um die Geschichte. Es geht hier um diese ganz historischen Ereignisse. Wir wollen, dass auch die späteren Generationen das auch davon lernen, was es ja wirklich war. Und wenn ich sehe jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, wenn ich versuche, von auch die Menschen hier zu fragen, ob die Deutschen, die waren auch Kolonialisten, fast über 90% oder sogar mehr, die sagen, nein, wir haben gar keine Kolonies gehabt. Und wenn es werde schon so ein Denkmal da und ein Denkmal da, es werde schon mehr an Menschen viel einfacher kommen. Aber auch eine andere Begründung. Wenn ich sehe hier von diesen alle historischen Ereignissen und von vielen anderen Sachen, gibt Denkmals da, Denkmals da, Denkmals da. Warum dann für diese Versklavung, Kolonialismus und Rassismus nicht ein Denkmal da ist? Und da, davon, wo wir laufen in Gefahr, deswegen findest du die Pegidas, dass die so stark sind und, weil die denken, jawohl, war richtig, was wir gemacht und können wir noch auch machen, weil es gar keiner beurteilt das. Es gar keiner redet davon. Ja, ich frage mich, wenn man die Verstorbenen irgendwo im Depot, im Keller und im Regal lagern, ich frage mich, ist das europäisch oder ist das christlich? Und wenn so ist, aber wir Afrikaner, wir sehen nicht so. Es ist egal, wie die umgekommen sind. Obwohl wir wissen, meistens, die wurden erhängt und umgeköpft und hier gebracht um rassistische Forschungen. Aber es wäre die Zeit, dass man die zurückbringen und mit ihren Alkoholkosten werde ich das bekräftigen, dass wir unsere Tote nach unseren Ritualen und Traditionen beerdigen können. Weil für uns es ist sehr, sehr, sehr bedeutend. Und hier komme ich zu meinem Dorf, wo ich herkomme. Es gibt hier einen Kopf von unserem Mangi. Mangi ist ja dann Häuptling, Meli. Der wurde erhängt bei den Deutschen und umgekauft und bis jetzt ist immer irgendwo hier in Deutschland. Und bei uns, wenn es Regenzeit sind und dann die Regen sind nicht gekommen oder irgendwie eine Naturkatastrophe passiert, man sagt, der Grund ist, weil wir unsere Mann noch nicht beerdigt können. Außerdem von vielen Erinnerungen und es kommt uns so traurig und es gibt bei uns viele, die glauben nicht, dass wirklich die Sachen hier im Regal sind. Wenn ich zu Hause bin, versuche ich zu erzählen, aber die denken, dass ich erzähle nur Märchen, weil die Europäer sind sehr, sehr gute Christen und kann man nicht so mit dem Tod gehen. Die nehmen mich sogar
Ich versuche sie zu belugen, weil die noch nicht in Europa sind. Und sogar meisten von meinem Dorf, damals, als ich erst einmal hier kam, wurde ich auch von meiner Oma beauftragt, den Kopf von meinem Gemälde zu suchen und es zurückzubringen. Dann die haben erwartet. Und dann natürlich, die denken, ich versuche nur einen Umweg zu finden, die zu belugen, weil ich kümmere mich nicht darum. Und es ist traurig, aber es ist nun so. Und wirklich, manchmal, wenn ich erzähle, die Leute da, versuche ich ganz anders zu erzählen, was die hören wollen, weil die von ihrem Glauben, wie man hier mit Menschen geht und es ist nicht so, wie es hier dargestellt ist. Wir haben schon vorher über ein Denkmal geredet, was überhaupt nicht mal hier gibt. Aber das umgekehrt, was ich hier sehe, ist diese ganze diskriminierende, rassistische, kolonialistische Straßenname, die da sind, die ehren sogar die Verbrechen, die meine Vorfahren kolonisiert haben, die werden hier geehrt. Und so wie ich gesagt auch habe, es gar keiner zu Hause glaubt, dass es so ist. Also es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und auch zweiter Grund, es ist zum Beispiel, was man, ich meine, wir, die Nachfahren von Kolonisierten denken, wie ich das denke oder wie ich das sehe, man versucht mir zu sagen, ihr seid immer noch kolonisiert. Und das ist das Bild, was ich sehe. Und dafür verlangen wir die Umbenennung von dieser bestimmten Straße, die ehren die Kolonialisten. Es geht nicht um die Geschichte auszulöschen, es geht sogar um die Geschichte mehr noch lebendiger zu machen, weil wir versuchen, das in den kritischen Art. Die Straßen sind da, die Namen sind da, aber meistens die wissen nicht. Diese Geschichte betrifft zwei Seiten. Es betrifft nicht nur eine Seite. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie nur eine Seite kann das bearbeiten. Das ist mir, es geht hier nicht um Demokratie und überhaupt ja gar nicht. Es ist die Geschichte, es betrifft mich und dich. Also wir beide damit bearbeiten, hören, wie ich mich fühle und ich höre, wie du fühlst und wir bringen ins Papier. Es ist unsere gemeinsame Geschichte, aber nicht einseitig. Und wenn so einseitig ist, das bringt mich wieder zurück zum Kolonialismuszeit.